Hallo zusammen, ich bin Romina, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht's um das Epithelgewebe, eine der 4 Hauptgewebearten im menschlichen Körper. Wenn euch das Thema gefällt, gebt schon jetzt einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert den Kanal. Los geht's! Epithelgewebe bedeckt alle äußeren und inneren Oberflächen des Körpers, sei es die Haut oder die Auskleidung von Organen wie Darm oder Lunge. Es hat keine eigenen Blutgefäße. Die Zellen werden durch Diffusion versorgt. Praktisch, oder? Okay, jetzt schauen wir uns die Funktionen an. Epithelgewebe ist ein echter Alleskönner. Es schützt, wie die Haut, gegen Keime oder Verletzungen. Es absorbiert, etwa Nährstoffe im Dünndarm. Es sezerniert, wie Drüsen, die Schleim, Schweiß oder Hormone abgeben. Es transportiert, zum Beispiel durch Flimmerhaare in den Atemwegen, die Dreck wegfegen. Und es hat Sinnesfunktionen, wie die Riechschleimhaut, die uns Düfte spüren lässt. Gut, nachdem wir die Aufgaben des Epithelgewebes kennengelernt haben, schauen wir uns jetzt an, was es so besonders macht, also seine Eigenschaften. Die Zellen im Epithelgewebe sind ganz eng aneinander gepackt, es gibt fast keinen freien Raum dazwischen, was dafür sorgt, dass sie wie eine dichte Schutzschicht wirken. Unter dem Epithel liegt die sogenannte Basalmembran, die es vom darunterliegenden Bindegewebe abgrenzt. Man kann sie sich wie eine dünne, aber stabile Barriere vorstellen, die das Epithel an Ort und Stelle hält und unterstützt. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich das Epithelgewebe superschnell erneuern kann, wenn es verletzt wird, zum Beispiel bei einem Kratzer auf der Haut heilt es oft innerhalb weniger Tage. Außerdem ist es polarisiert, das heißt, es hat eine klare Ausrichtung. Die obere Seite, die apikal genannt wird, zeigt zur Oberfläche hin, zum Beispiel in Richtung der Hautoberfläche oder des Darminneren, während die untere Seite, die basal heißt, an der Basalmembran anliegt. Diese Struktur macht das Epithelgewebe unglaublich anpassungsfähig. Je nachdem, wo es im Körper ist, kann es seine Form und Funktion perfekt an die jeweilige Aufgabe anpassen. Jetzt, wo wir das wissen, gehen wir zur Einteilung nach Zellschichten. Einschichtiges Epithel hat eine Lage, wie im Darm für die Aufnahme. Mehrschichtiges Epithel hat mehrere Schichten, wie in der Haut für Schutz. Mehrreihiges Epithel sieht mehrlagig aus, aber jede Zelle hat Kontakt zur Basalmembran, etwa in den Atemwegen. Clever, oder? Okay, nachdem wir die Zellschichten durchgenommen haben, kommen wir jetzt zur Form der Zellen im Epithelgewebe. Das ist richtig spannend. Je nach Aufgabe im Körper können die Zellen ganz unterschiedlich aussehen. Das Plattenepithel besteht aus flachen, dünnen Zellen, die wie kleine Plättchen geformt sind. Man findet es zum Beispiel in den Blutgefäßen, wo es perfekt ist, um Stoffe wie Sauerstoff schnell und effizient auszutauschen, weil die flache Form die Diffusion erleichtert. Dann gibt es das isoprismatische oder auch kubische Epithel, bei dem die Zellen würfelförmig sind, also in alle Richtungen ungefähr gleich groß. Solche Zellen sieht man oft in den Nierenkanälchen, wo sie beim Filtern von Stoffen helfen, oder in Drüsen, die Sekrete produzieren. Und schließlich das hochprismatische Epithel, auch Zylinderepithel genannt, bei dem die Zellen lang und säulenförmig sind, wie kleine hohe Säulen. Das findet man im Magen oder im Darm, wo diese hohen Zellen oft mit Mikrovilli ausgestattet sind. Das sind winzige Ausstülpungen, die die Oberfläche vergrößern, um noch mehr Nährstoffe aufnehmen zu können. So passt sich die Zellform perfekt an die jeweilige Funktion an. Super, jetzt kommen wir zu den Spezialstrukturen. Wie bereits erwähnt, haben manche Epithelien richtig coole Extras, die sie für ihre Aufgaben fit machen. Zum Beispiel Zilien. Das sind Flimmerhaare, die sich bewegen wie winzige Wischblätter. Die findet man in den Atemwegen, wo sie Schleim und Staubpartikel nach draußen schieben, fast wie kleine Staubsauger. Dann gibt's Mikrovilli. Das sind feine, fingerartige Ausstülpungen an der Oberfläche, die die Fläche extrem vergrößern. Perfekt im Darm, um möglichst viele Nährstoffe aufzusaugen, oder in den Nieren, wo Stoffe gefiltert werden. Es gibt auch Stereozilien, die eigentlich keine echten Haare sind, sondern lange Mikrovilli, die sieht man zum Beispiel im Innenohr und helfen beim Hören. Und dann noch Kinozilien, eine spezielle Art von Zilien, die koordiniert schlagen, um Bewegungen zu steuern, wie im Ohr fürs Gleichgewicht. Zellverbindungen spielen auch eine Rolle. Tight Junctions dichtet alles ab, sodass nichts durchsickert wie im Darm. Desmosomen halten die Zellen fest zusammen wie in der Haut für Stabilität.
Gap-Junctions lassen Stoffe zwischen Zellen durch, wie in Drüsen für Kommunikation. Echt ein starkes Team. Nun schauen wir uns eine mikroskopische Aufnahme der genannten Begriffe an. Wie ihr seht, gibt es bei mehrreihigem hochprismatischem Epithel, wie zum Beispiel in den Atemwegen, Kinozilien. Und bei zweireihigem hochprismatischem Epithel, wie zum Beispiel im Nebenhodengang, Stereozilien. Diese kann man einfach anhand der Länge der Fortsätze unterscheiden. Jetzt wird's richtig spannend, denn wir kommen zum Drüsenepithel. Drüsenepithel ist eine spezielle Form des Epithelgewebes, das für die Produktion und Abgabe von Sekreten zuständig ist. Es gibt zwei Haupttypen. Exokrine Drüsen geben ihre Sekrete über Gänge ab, zum Beispiel nach außen oder in Hohlorgane, während endokrine Drüsen ihre Produkte, also meist Hormone, direkt ins Blut abgeben, wie die Schilddrüse, die den Stoffwechsel steuert. Schauen wir uns die exokrinen Drüsen genauer an, denn die kann man auf verschiedene Weisen einteilen. Zuerst nach ihrer Form. Einfache Drüsen haben eine gerade, röhrenförmige Struktur, wie die Schweißdrüsen, die Schweiß auf die Hautoberfläche bringen. Dann gibt es verzweigte Drüsen, die sich wie kleine Äste aufteilen, wie die Talgdrüsen in der Haut, die ein öliges Sekret abgeben, um die Haut geschmeidig zu halten. Gewundene Drüsen sind eher spiralig aufgebaut, das sieht man auch bei manchen Schweißdrüsen, die so mehr Sekret auf kleiner Fläche produzieren können. Es gibt auch zusammengesetzte Drüsen, die wie ein kleiner Baum mit vielen Verzweigungen aussehen, wie die Speicheldrüsen, die Speichel für die Verdauung liefern. Jetzt zur Art, wie sie ihr Sekret abgeben. Merokrine Drüsen geben ihr Sekret ab, ohne dass die Zelle Schaden nimmt, das heißt, sie bleiben intakt, wie bei den Speicheldrüsen, die Speichel produzieren. Apokrine Drüsen verlieren bei der Abgabe ein kleines Stück ihrer Zelle, das Sekret wird also mit einem Teil der Zelle abgegeben, wie bei den Milchdrüsen, die Milch fürs Stillen machen. Holokrine Drüsen gehen noch weiter, hier wird die ganze Zelle zerstört, um das Sekret freizugeben, wie bei den Talgdrüsen, die so Fett für die Haut abgeben. Und dann kann man noch nach der Art des Sekrets unterscheiden. Seröse Drüsen produzieren ein dünnflüssiges, wässriges Sekret, das oft Enzyme enthält, wie die Ohrspeicheldrüse, die Verdauungsenzyme für den Mund liefert. Muköse Drüsen hingegen machen ein dickes, schleimiges Sekret, das schützt und befeuchtet, wie die Schleimdrüsen im Mund, die die Mundhöhle feucht halten. Es gibt auch Mischdrüsen, die beides können, wie die Unterkieferspeicheldrüse, die sowohl seröses als auch muköses Sekret produziert, um Verdauung und Schutz zu kombinieren. Das Drüsenepithel ist also unglaublich vielfältig und passt sich perfekt an die Bedürfnisse des Körpers an. So, das war's. Epithelgewebe ist echt ein Multitalent und super wichtig für uns. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, teilt es mit Freunden, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal für mehr Lernvideos. Bis bald!